Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Business Tapas. Business Tapas sind kleine Häppchen, kostenfrei serviert, die euch helfen, euer Geschäft wesentlich besser zu führen als ohne diese Business Tapas. Und ich habe mir gedacht, alleine essen macht keinen Spaß. Heute habe ich mir mal Verstärkung geholt. Die Verstärkung heißt Pierre Blum und ist ein Spezialist in Kaltakquise. Oh ja, das ist das böse Wort, Kaltakquise. Er ist ein Spezialist in Kaltakquise. Herzlich willkommen, Pierre. Dankeschön für die Einladung. Pierre, du siehst jetzt nicht so aus, als hättest du schon 100 Jahre Kaltakquise hinter dir. Nein, ganz und gar nicht. Ich würde mich sogar noch nicht mal als Top-Performer bezeichnen, aber kann den Bereich Kaltakquise mit extremer Entspanntheit begegnen und deswegen schaffe ich es, meine Ziele zu erreichen und auch mein Team dazu anzuleiten, die Ziele zu erreichen. Angefangen hat unsere Diskussion vor einem Vierteljahr, weil Pierre zu mir gesagt hat, Kaltakquise machen die meisten falsch, denn wenn der Sanitär- und Heizungsfuzzi bei dir klingelt und sagt, guten Tag, darf ich mal Ihre Toilette sehen, dann sagt nicht jeder gleich, kommen Sie doch rein, wir haben 3. So sind wir auf das Thema Kaltakquise gekommen. Richtig, richtig. Ja, es geht im Endeffekt jetzt vor allem darum, Termine zu bekommen und wir müssen aufhören, daran zu denken, den Kunden direkt was verkaufen zu wollen. Sobald der Kunde das Gefühl hat, ihm wird was verkauft und er muss jetzt irgendwelche Entscheidungen treffen oder er muss Geld ausgeben, wird es einfach schon tricky. Und wenn ich dem Kunden glaubhaft vermitteln kann, dass ich einen Termin mit ihm haben möchte, um zu sehen, ob ich überhaupt zu ihm passe, er zu mir passt und meine Produktgruppe, egal was ich auch immer vertreibe, zu ihm passen kann, dann wird auch ein Schuh draus und dann hat der Kunde auch richtig Bock darauf. Man sagt ja heutzutage, dass es ungefähr 8 bis 12 Versuche oder 8 bis 12 Touchpoints braucht, um warm zu werden mit jemandem, dass er dich kennenlernt, dass er versteht, wie du tickst, dass man so ein bisschen Chemie abtestet, ob die Chemie zusammenpasst und dann erst dazu kommt, über Dienstleistungen oder Produkte zu reden. Ist das eine Erfahrung, die du auch machst oder wie sieht's aus deiner Sicht aus? Ganz im Gegenteil. Also es ist tatsächlich so, dass wenn ich einen Termin mit einem Kunden habe und ich habe die Gelegenheit mit ihm zu sprechen, in der Regel der erste Touchpoint schon reicht, um eine Anfrage zu generieren. Die Anfragegeneration ist letztendlich das, was mich weiterbringt. Der Kern mit dieser ganzen Sache ist, dass der Vertrieb bisher stets darauf aufgebaut ist, zu verkaufen, 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 verkaufen. Grundsätzlich richtig, da wollen wir auch alle hin. Aber die Herangehensweise muss sich ändern. Die Kunden werden scheu. Und wenn ich sie in die Ecke dränge und dem Kunden die ganze Zeit vermittle, dass ich unbedingt jetzt diesen Auftrag brauche, spürt der Kunde das. Und das muss ich ihm nehmen. Ich muss den Kunden einfach auf einer ganz anderen Augenhöhe betrachten und dann funktioniert das auch. Hast du Beispiele, wie du es in der Vergangenheit gemacht hast, was gut funktioniert hat? Ja, unbedingt. Wichtig sind zum Beispiel, wir haben es alle gelernt im Vertrieb, offene Fragen zu stellen. Was machen wir? Gerade in den Kennenlerngesprächen machen wir das oft nicht. Wir plappern 20, 30, 40 Minuten darüber, wie toll wir sind und unsere Produkte sind. Aber den Kunden kennenlernen tun wir gar nicht. Wir hören nicht zu, wir fragen den Kunden nicht, wie seine derzeitige Lage aussieht. Und aufgrund seiner derzeitigen Lage können wir dann weitergehen und können den Bedarf ordentlich abstecken. Aber die Bedarfsanalyse ist das, was die meisten schon gar nicht mehr ordentlich machen. Also Bedarfsanalyse im Sinne von, ich beginne ein Gespräch, ich höre zu, ich frage den Kunden aus, erzähle nicht über mich, sondern frage erstmal, um zu begreifen, in welchem Universum bewegt sich mein Kunde, mein potenzieller neuer Kunde. Genau. Und mache mir Notizen und kann dann da einhaken, wo mein Produkt dazu passt. Richtig. Im Endeffekt, ich muss die Schmerzen meines Kunden kennenlernen und wenn ich die nicht kenne, kann ich nichts vertreiben. Das ist ganz einfach. Also Schmerzen kennenlernen, das mache ich mir schon mal als Notiz, weil das ist ja einer der wichtigen Highlights der Erkenntnisse dieser Session heute mit Business Tapas für jeden von euch. Also wir müssen die Schmerzen kennen, wir müssen zuhören, um überhaupt die Schmerzen zu verstehen. Wenn wir dann diese Schmerzen auf irgendeine Art und Weise verstanden haben, gehst du dann direkt schon ins Angebot oder machst du auf alle Fälle einen zweiten Termin und ziehst dich erst nochmal zum Bedenken oder andere Frage, machst du den Sack zu beim ersten Gespräch oder nicht? Wenn ich es kann, ja. Das geht im Endeffekt geht's einfach nur daraus, wenn ich den Bedarf kenne des Kunden, dann kann ich ihm sofort ein Angebot machen und er hat die Möglichkeit zuzuschlagen. Verbindlichkeit ist das A und O. Wenn ich es im ersten Gespräch nicht hinbekomme oder es einfach zeitlich nicht mehr passt oder, dann fange ich nicht an, Druck aufzubauen beim Kunden, sondern ich ziehe mich noch mal kurz zurück, bleibe aber verbindlich. Das heißt, ich gehe mit klaren Commitments aus an jedem Gespräch mit dem Kunden und dann habe ich die Möglichkeit, hier dran wieder anzuknüpfen und der Kunde läuft mir nicht davon. Jetzt, wenn ich mir so Videos angucke von den Gurus aus Amerika, bei denen ist das so üblich, die machen so Selling from Stage.
Die laden zu einer großen Veranstaltung, dann wird so ein bisschen erzählt, was die Dienstleistung ist und dann wird gleich hinterher eiskalt verkauft und du hast heute Sonderangebot und nur die Hälfte und überhaupt. Dieses Selling from Stage, glaubst du, dass das für Deutschland auch eine mögliche Vorgehensweise ist? Also die Kunden schon beim ersten Termin mit dem, was du präsentierst, einzufangen oder neugierig zu machen? Es kommt auf die Produktkategorie an, würde ich hier sagen. Eine Dienstleistung werde ich so nicht verkaufen können. Ich werde auch keine Software an den Mann bringen können und ich werde auch keine kostenintensiven Investitionen an den Mann bringen können. Was ich aber durchaus mir vorstellen könnte, ist ein fertiges Produkt, was ich zeigen, was ich präsentieren kann. Wir kennen das vielleicht von den Kaffeefahrten, Staubsauger an der Tür. Ja, das funktioniert tatsächlich, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das in einem B2B-Bereich ordentlich funktionieren kann. Wie auch. Ein jeder Unternehmer wird sich sehr wohl überlegen, in was er investiert und wofür er sein Geld ausgibt, wofür er und seine Mitarbeiter hart gearbeitet haben. Du hast gesagt, am Anfang hörst du zu und fragst den Kunden aus. Kommt irgendwann auch nochmal ein Moment im Gespräch, wo du mehr darüber erzählst, warum du der richtige Experte oder der fähigste Mann für diesen Job oder dieses Angebot bist? Also erzählst du irgendwann auch über dich? Ja, unbedingt. Im Grunde genommen tue ich das mit jeder Äußerung, die der Kunde mir gegenüber tätigt. Kann ich da eintreten und kann hier sagen, genau deswegen bin ich hier, genau deswegen ist unser Produkt die richtige Wahl für Sie. Aber ich gehe nicht her und erzähle dem Kunden vorher schon, was für ein toller Hecht ich bin und beweihräuchere mich selber und eventuell passt das und eventuell nicht, sondern der Kunde gibt mir Informationen, auf die ich wiederum mein Angebot auslegen kann. Das ist ja nichts anderes. Wenn wir früher ein Handy im Handyladen gekauft haben, dann gehen wir ja auch nicht da rein und der Verkäufer haut uns direkt 5 Handys um die Ecke. Nein, er fragt erstmal, ja, was brauchst du denn, was ist dir wichtig? Und diese Bedarfsanalyse, die ist so totgelaufen mittlerweile im B2B-Business, kenne ich das gar nicht. Dass man mal einen Handzettel rausholt, ein paar Notizen macht und erstmal zuhört. Und wenn der Kunde drei Stunden darüber sprechen möchte, dass er welche Schuhgröße er hat und dass er Schwierigkeiten hat, die richtigen Schuhe zu finden, ist das okay für mich. Sofern ich am Ende zu einem Output komme. Und dieser Output muss einfach sein, welche Schmerzen hat der Kunde, was ist dem Kunden wichtig und welcher Bedarf passt zum Kunden. Und dann kann ich wiederum mein Produkt auch an den Mann bringen. Wenn es um das Thema Kaltakquise geht, habe ich mit meinen Kunden sehr häufig das Problem, dass sie sagen, Kaltakquise, geh mir weg, das ist ja so wie der Teufel, der das Weihwasser abscheut. Ja. Wenn du über Kaltakquise sprichst mit anderen, was kommt dir da so entgegen? Offenheit oder? Ganz und gar nicht. Also es ist tatsächlich so, dass in Deutschland, habe ich das Gefühl, die Kaltakquise verpönt ist. Aber sie gehört dazu und sie ist völlig legitim. Und das müssen wir uns als Vertriebler und als Kaltakquisiteure letztendlich mal hinter die Löffel schreiben, dass es nicht schlimm ist, einen Kunden anzurufen. Es ist nicht schlimm, Bestandskunden anzurufen, zu fragen, wie es bei ihm aussieht. Genauso wenig ist es schlimm, einen potenziellen Neukunden anzurufen und einfach mal zu fragen, wie die Lage steht. Wie zufrieden er gerade mit dem aktuellen Dienstleister ist oder ob es in der letzten Zeit irgendwelche Probleme gegeben hat. Ich kann eine Mail vorab schicken, so habe ich etwas, auf das ich mich beziehen kann. Ich kann einen Brief vorab schicken, also je nachdem, in welcher Branche ich hier unterwegs bin. Und wichtig ist hier auch schon bei der Mail zum Beispiel. Warum schreiben wir keine Mails mehr vorab? Ich schicke eine Mail, da gibt es 3 Terminvorschläge und den Vorschlag, dass wenn keiner davon passt, gerne noch ein alternativer Termin vorgeschlagen werden kann. Das heißt, ich treffe die Leute, die sich gerne führen lassen. Ich treffe aber auch die Leute, die sagen, nee, ich will mir selber mal einen Termin, ich lasse mir das noch nicht vorgaukeln. Dann rufe ich ihn an und dann frage ich ganz explizit, wie sieht es denn aus mit dem Termin? Wie steht es da? Ist die Zeit, ist der richtige Termin getroffen? Und hier kommen wir auch zu dem Punkt, wo wir einfach mal unsere Scham, die wir fälschlicherweise in diesem Bereich aufbauen. Scham, die Angst. Ja, genau. Es ist eine Angst vor dem Nein, aber das Nein habe ich schon. Das ist schon mal der Punkt 1. Der Punkt 2 ist, im Worst Case habe ich 5 Minuten meiner Zeit verplempert und habe den Kunden halt nicht. Und dann bleibt es einfach, wie es ist. Ich kenne den Kunden nicht, ich kenne die Firma nicht und gut ist. Genau, und du hast höchstens eine blöde Antwort gekriegt und Haken dran, richtig. Die nächste wird besser. Das ist auch das, was ich meinen Mitarbeitern immer wieder klar mache und immer wieder zeige auch. Also es geht ja auch darum, mal live selbst den Hörer in die Hand zu nehmen, auch mal zu zeigen, dass das nicht weiter wild ist und nicht immer nur zu plappern. Also kenne ich genug Kandidaten, die das eben genauso handhaben. Und dann auch einfach immer wieder zu sensibilisieren an dieser Stelle und immer wieder klar zu machen, es ist nicht schlimm, es ist legitim. Und auch eine Einwand-Vorwand-Behandlung schon während des Telefonats anzustreben. Wenn der Kunde sagt, habe ich gerade keinen Bedarf,
dann auch mal nochmal einzuhaken und dann auch mal vielleicht nochmal klar zu machen, weil gerade bei Dienstleistungen geht es nicht immer danach, dass der Kunde gerade auf jeden Fall Bedarf hat, sondern es geht darum zu klären, was ist denn, wenn der Bedarfsfall eintritt. Jetzt kommen wir noch zu einem sehr guten Punkt. Akquise heißt ja nicht, ich verkaufe heute ein Produkt. Akquise heißt ja, ich lerne ein Unternehmen und seine Bedürfnisse kennen für den Fall, dass in einem halben Jahr, in einem Vierteljahr oder in 2 Jahren der Bedarf da ist. Und dann kennt er mich schon, weil er zieht dann vielleicht irgendwo die Unterlage aus der Schublade oder denkt sich, da war doch mal so einer da oder eine und hat mir was davon erzählt. Wie hieß das nochmal? Dann guckst du in deinem System nach und dann kommst du wieder auf dich oder auf mich oder auf unsere Kunden sozusagen. Ganz genau. Wichtig ist auch hier die Verbindlichkeit, im steten Kontakt mit dem Kunden zu bleiben, selbst wenn er kein Kunde ist. Wenn ich eine, ich nenne es jetzt mal, freundschaftliche Beziehung zu meinem Kunden pflege und sie eben nicht nur als laufende Geldbeutel sehe, dann schaffe ich es auch, dass der Kunde zur richtigen Zeit an mich denkt. Ja. Und das bringt uns dann wieder zu dem Punkt, was ich am Anfang meinte, dass du so mehrere Touchpoints brauchst, bis sich so ein Kontakt warm gelaufen hat oder bis sozusagen wirklich das Verständnis da ist, der kann mir tatsächlich helfen. Das ist nicht nur so ein Windikus, der mir was verkaufen will, sondern der hat Fachwissen und den kann ich auch mal fragen, wenn ich ein Thema habe, das mir wichtig ist. Ja, ganz richtig. Haben wir am Ende des Tages sehr viele Vorteile von Kaltakquise. Lass mich das zusammenfassen. Ich habe nebenbei ein paar Notizen gemacht. Du hast gesagt, wir müssen definitiv zuhören und nicht selbst zu viel reden. Wir sind coole Typen, aber das kann der potenzielle Kunde auch erst im Nachhinein erfahren. Wir müssen rausfinden, was er wirklich will, also seine Schmerzen, was dann aber auch wiederum heißt, wir müssen eine Bedarfsanalyse machen. Bedarfsanalyse, hast du gesagt, bleibt auf der Strecke in der neudeutschen Zeit. Und das Dritte ist, selbst wenn das heute noch kein Geschäft oder kein Folgetermin geworden ist, muss ich in Kontakt bleiben, kann ich in Kontakt bleiben. Wenn er mir unsympathisch ist, muss ich natürlich nicht in Kontakt bleiben. Aber wenn das eine Firma ist, die Potenzial hat und die mir sympathisch ist und die mit dem Geschäftsmodell zu meinem passt, dann bleibe ich in Kontakt. Das sind eigentlich die 3 wichtigsten Themen zur Kaltakquise. Unbedingt. Und man muss sich trauen. Ja, man muss den inneren Schweinehund einfach mal überspringen. Es ist nicht schlimm, es tut nicht weh. Hast du zum Abschluss vielleicht für alle, die zugucken, noch 1 oder 2 Tipps für, wie kriege ich den Schweinehund überlistet? Ja, unbedingt nicht nur 10 Minuten am Tag, sondern sich hinsetzen, ein Zeitfenster von 1, 2 Stunden nehmen und sich vorher ein paar Wordings zurechtlegen, aber bloß nicht ablesen. Nicht ablesen, keine festgelegten Abläufe, keine festgelegten Fragen, außer ein paar Kernfragen und ein paar Kerninfos, worum es eigentlich geht, aber die auf jeden Fall mit Bekannten, Freunden, Kollegen, Ähnlichem einfach mal ein bisschen üben, Rollenspiele machen, ganz, ganz wichtige Sache und dann läuft das auch. Super. Ich finde, das war heute ziemlich viel zum Thema Kaltakquise. Bei den nächsten Business Tapas geht es weiter. Und ich hoffe, euch haben die Business Tapas gefallen, denn ihr wisst ja, Business Tapas machen nicht dick, sondern schlau.